Howdy ho amigos und willkommen zu Dimis Beauty Palace. Heute geht's am Bob weiter. Er wird ein bisschen verdunkelt. Ich habe ein paar Käppchen, die draufkommen. Ein paar Teile werden lackiert. Und ich habe Gabelcover, die wir hier vorne montieren. Ja, das Ganze sieht dann hoffentlich ein bisschen cooler aus wie vorher. Also lasst uns loslegen und viel Spaß dabei. Da wir so einiges vorhaben, wird der Bob erstmal aufgebobbt. Wir fangen erstmal ganz einfach an mit diversen Käppchen für Schrauben, damit das Ganze ein bisschen dunkler aussieht. Das ist natürlich Geschmackssache, manche stehen drauf, wenn man die sieht. Ich nicht. Ich habe 5 Stück von diesen Käppchen hier. Die kommen hier auf den Pulli. Sieht ziemlich cool aus. Sind aus Metall, klipsen selber ein und fliegen auch garantiert nicht weg. Das weiß ich, weil ich schon sehr lang damit gefahren bin. So, drauf damit. Voila. Ich finde es besser so. War jetzt wirklich anstrengend. Ich mache mal eine Pause und dann geht es weiter. Jetzt habe ich die hier. Plastikkäppchen. Passt hier drauf. Und da sie manchmal runterflutschen, die heben nicht wirklich von allein, gibt es einen kleinen Klecks Silikon. Hebt dann bombenmäßig, auch schon getestet. Man bekommt sie auch wieder ab, ist kein Problem, man zerstört dadurch die Plastikkäppchen, aber jo, die 2 Cent sind mir dann auch egal. Ich werde mit Sicherheit wieder an die Schrauben müssen, aber ich habe genug davon. So, Klecks rein. Passt. Das gleiche haben wir hier vorne auch. Bisschen Silikon reingeschlottert und drauf damit. Hier werde ich kleine Käppchen drauf machen. Den hier und den da unten lasse ich aus. Die sind relativ nah am Auspuff. Hier oben mache ich welche drauf. Manchmal platzen die durch die Hitze, ist aber kein Problem. Man kann sie schnell auswechseln. Es ist auch keine Sauerei, dachte ich am Anfang. Man kann sie restlos entfernen, deswegen mache ich sie einfach drauf. Mir gefällt es einfach schwarz besser. Da kommt natürlich auch ein kleines bisschen Silikon rein. Ich habe ein winziges Loch reingebohrt, weil Silikon dichtet. Wenn man die drauf drückt, mit Silikon drin, flutschen sie von allein wieder raus. Wollen wir nicht. Deswegen winziger Klecks. Und drauf. Ich habe auch noch Käppchen für die hier, aber bevor ich die dran mache, möchte ich den hier loswerden. Das machen wir jetzt als nächstes. Ein Heißluftföhn hilft bei der Sache. Ich erhitze ihn und ziehe ihn einfach weg. Natürlich kann ich das so nicht lassen. Klebereste müssen weg und die sind sehr nervig. Deswegen allseits beliebtes WD-40. Ein bisschen einsprühen
einwirken lassen, warten. Solange mache ich die andere Seite, ist genau dasselbe. WD-40 auf der Lapana. Funktioniert wie ein Radiergummi. So, dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Brauche ich euch dann nicht mehr zeigen. Jetzt geht es an die Käppchen hier. Da habe ich solche flachen, diesen kleinen Noppel da drin. Hebt von selbst bombemäßig. Also alle Käppchen, die ich hier verbaue, bekomme ich auch locker wieder weg. Kosten nur ein paar Cent. Selbst wenn ich sie beim Hin und Her montieren kaputt mache, ist mir das ziemlich egal. Mir gefällt es so auf jeden Fall besser. Alles Geschmackssache, man kann drüber streiten. Spaß. Vorne dasselbe Spiel. Erhitzen, abziehen. Nicht auf die Idee kommen, mit einem Draht, einem Seil oder sonst irgendwas hier durchzuschneiden. Das gibt Kratzer. Dieselben Käppchen wie hier hinten passen hier vorne auch. Schon sieht das Ganze ziemlich sauber aus. Die Reflektoren sind ab, die Käppchen sind drauf. Das Ganze ist schon um einiges dunkler geworden. Und wie ich finde, sauberer. Das ist, wie schon 100-mal erwähnt, Geschmackssache. Falls sich einer fragt, darf ich die Reflektoren überhaupt entfernen? Ja, darf man. Den einzigen, den der TÜV vorschreibt, ist hinten am Kennzeichen. Der Rest liegt im Ermessen des Fahrers. Weiter geht's vorne mit den Gabelcovern. Das wird ein bisschen mehr Arbeit. Um die Gabelcover montieren zu können, müssen wir erstmal eine ganze Menge loswerden. Angefangen mit dem Frontfender. Da haben wir hier zwei Imbus, auf der anderen Seite zwei Imbus, halb Zoll Schlüssel zum Gegenhalten der Mutter auf der anderen Seite. Dann die Imbus haben wir, wenn ich mich nicht vertue, 1/4, wenn man es genau nimmt. So. Die drehen wir jetzt einfach erstmal raus. Und weg ist das gute Stück. Die Vorderradbremse werden wir los. Eine sehr exotische Stelle. Hier haben wir tatsächlich metrisches Maß. Ein 10er Mehrzahn. So. Lang mal Clips weg, die den ABS-Schlauch, die Bremsleitung verbinden. So. Die Bremse kommt aus dem Weg. Die steckt nämlich. Dieser kleine 6er Imbus muss gelockert werden. Einfach nur ein bisschen locker machen. Das reicht. Jetzt, nachdem die Schraube gelockert ist, drehen wir die Achse raus. 19er Sechskant. Ich habe leider nur dieses MacGyver-Stückchen hier. Stecke ich rein. 19er Schlüssel. Beim Aufdrehen nehme ich die zweite Mutter hier und drehe sie auf. Damit die gegendrückt, kann dann quasi nicht mehr verrutschen. Nachher beim wieder zumachen nehme ich die vordere
kann ich mit Drehmoment anziehen, passt wunderbar. Ich habe sie hier schon etwas gelockert. Patentierter Verlängerungsgriff. Drauf damit, geht wunderbar. Ich drehe sie jetzt einfach hier weiter von Hand raus. Sollte eigentlich ziemlich gut flutschen. Zack, raus ist sie. So, hier haben wir das gute Stück. Und hier haben wir den Spacer. Den lege ich auf die Seite, dort wo er war. Hier haben wir ABS-Sensor. Kann man eigentlich nichts verwechseln hier. Alles ziemlich easy. Und weg mit dem Rad. Bevor wir die Halterung hier öffnen, ist es wichtig, diese Höhe zu messen, damit wir sie nachher wieder richtig einstellen können. Hier ist es ziemlich einfach. Die Kappe der Gabel selber, die hat hier ihren Deckel und der ist genau auf der Höhe von der Halterung. Deswegen werde ich es auch genauso wieder befestigen. Ja, vielleicht sieht man es, wenn ich hier flach drauf gehe, geht es genau auf diese Kante und genau die Höhe werde ich auch wieder einstellen. Zusätzlich habe ich mir hier noch ein Isolierband hingemacht, damit ich nachher die Flucht habe. Muss man nicht machen. Mache ich aber zur Sicherheit. Alles andere wird die Achse unten erledigen und das Begradigen im Nachhinein. Das ist nur eine kleine Sicherheit für mich. Also ran an die Schräubchen. Wir haben hier 45er Torx. Einfach nur lockern. Und die Sache flutscht von ganz allein raus. Voila. Jetzt schauen wir mal nach den Covern, was sie uns dazu geschickt haben. Bei Iron Optics bestellt. Recht vernünftige Preise. Schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Ja. Alu. Beschichtet. Wir haben hier kleine Gummipads, damit das Ganze auch richtig fest sitzt und auch nicht rüttelt. Na, dann testen wir das Ganze mal. So, die Gabel. Vorsichtig rein. Bevor sie da oben rauskommt. Und das Cover drauf. Ich mache die Pads nach hinten. Das passt wie angegossen. Geht ein bisschen schwer, wahrscheinlich wegen diesem Schaumstoff da drin. Ja, aber ich bin vorbei. Schon fast ganz oben. Das zweite Schaumstoffstückchen wahrscheinlich. Den zweiten Schaumstoff vorbei. Und da sind wir. Wunderbar, mein Isolierband ist noch dran. Höhe kann ich ganz leicht kontrollieren. Aber das hebt sogar schon dank dem Druck. Cover sitzt sehr fest. Jetzt hier mal zur Sicherheit ein bisschen festziehen und so lassen. Und auf die andere Seite wandern. Selbes Spiel im Schnelldurchlauf. Okay, dieser elendige Halter hier vom Kupplungszug ist mir ein bisschen im Weg. Muss ich da aufmachen und verrücken.
Ist die Höhe wieder richtig eingestellt, können wir es wieder festziehen. Kappe von mir genau parallel mit dem Ende der Halterung, der Gabelbrücke selbst. Man kann von hier unten bis zur Kappe oben messen. Man kann auch den Abstand hier messen. Es bleibt jedem selbst überlassen. Ganz wichtig dabei, links und rechts gleich einstellen. Ist das gemacht, ziehen wir die Gabelbrücke mit dem richtigen Drehmoment wieder an. Erst 20 Newtonmeter unten, 20 Newtonmeter oben. Und dann geht das Ganze auf 27 Newton. Fertig. Auf der Seite, wie auf der Seite. Jetzt basteln wir das Ganze wieder zurück. Die Gabel hat hier vorne Spiel, die kann man drehen. Sie wird sich positionieren. So. Auf der einen Seite den ABS-Sensor dazwischen. Auf der anderen den Spacer. Alles einigermaßen in Position gebracht. Normalerweise die Achse mit einem Achsenfett beschmieren, Form reintun. Das Motorrad ist neu, mache ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Rein mit dem Ding, drüben durch. So, und die Achse auf 107 Newtonmetern festgezogen. Voila! Die Klemmschraube hier noch angezogen, die seitliche, auf 34 Newtonmeter. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, deswegen schauen, dass alles gerade und sauber läuft. Bremsscheibe sieht wunderbar aus. Keine Geräusche, dreht sich sehr leichtgängig. Alles wunderbar. Ran an die Bremse. Vorher den ABS-Sensor beim Einschrauben der Achse so positioniert, dass die Leitung hier schön vorbeikommt nachher. So war das Ganze, so kommt es auch wieder ran. Jetzt kommt die Bremse. Vorsichtig wieder drauf. So. ABS-Sensorhalter. Zuerst mit 38 Newtonmetern angezogen. Das war, was hatten wir hier? 10er Mehrzahn. 38 Newton. Und nochmal mit 51.
Und das Ganze sitzt. Die Clips vom Kabel wieder angebracht. Und dann sieht es auch schon wieder ordentlich aus. Ich mache sie nach oben. So, passt. Den Frontfender wieder angebracht. Löchchen nach hinten. Hier steht sogar Front. Positioniert. Dann auf 28 Newtonmetern angezogen. Mutter hinten drauf. Halbzollschlüssel gegenhalten. Auf der anderen Seite dasselbe. Schlüssel gegengehalten und auf 28 Newton angezogen. Ich möchte den Lampenring lackieren, dazu nehme ich den schnell ab. Hier seitlich Kreuzschraubenzieher, Mutter mit den Fingern behalten, aufgedreht. Den Ring wenig gelockert, auseinander gespreizt und runtergezogen. Die Schaltstange hier möchte ich auch schwarz haben, deswegen halb Zoll, Sechskant, hier unten ein bisschen gelöst. So, raus mit dem Schaltknauf, hier oben Imbusschräubchen weg, hier auch gegenhalten, halb Zoll. So. Raus, die ganzen Abstandshalter und O-Ringchen lasse ich hier noch drauf. Wie wir das Ganze angebaut haben, gab es ja schon in einem anderen Video. Muss ich nicht viel erklären. So. Hier sind nun die Teile, die ich lackieren will, gründlich gereinigt, die Stellen, die nicht lackiert werden sollen, abgeklebt. Ich benutze ganz normalen Lack aus dem Baumarkt. Ich bin wirklich kein Lackierer, aber das tut's für mich. Einmal schwarz, einmal Klarlack drüber. Ich benutze dazu ganz normale Sprühpistole. Die ist relativ grobkörnig, verzeiht Fehler, deswegen ganz gut für mich. Solche kleinen Teile bekomme ich relativ sauber hin. Durch die Grobkörnigkeit sieht das ganz schick aus. Ich würde jetzt keine großen Teile lackieren, so wie ich es jetzt mache, aber für solche Dinge reicht das vollkommen. Ich werde es in mehreren Schichten lackieren, dreimal, dazwischen 15 bis 20 Minuten Pause lassen. Ja, also lass uns loslegen. Hier sind sie nun, die fertig lackierten Teile, nach 2 Tagen Trocknungszeit. Alles einwandfrei, wie ihr seht, hat das Ganze hier so einen leichten Wrinkle-Effekt. Das kommt dadurch, dass ich den Lack dickflüssig gelassen habe. Ich wollte das absichtlich so, ich wollte keine Glanzlackierung, also etwas weniger. Ich wollte diesen
etwas rauen Effekt drauf haben. Wie gesagt, verzeiht das auch Fehler. Den Lack einfach etwas dickflüssig lassen, mit dem Druck und der Nadel spielen und dann kommt die Sache dabei raus. Keine Laufnasen, keine Tropfen, nichts, alles einwandfrei. Ich weiß, man könnte sagen, ja, abschleifen, rundieren, dann lackieren. Bei solchen kleinen Teilen mache ich das nicht. Hier reicht das auch so, es wird nicht wegplatzen und wenn, dann mache ich es einfach nochmal. Wenn man bedenkt, dass so ein Ring 50 Euro kostet, für 50 Euro bekomme ich genug Lack, um 100 davon zu machen. Deswegen für meinen Fall absolut ausreichend. Wenn ich die Leute nicht direkt mit der Nase drauf stoße, wird da keiner drauf kommen, dass ich das selber lackiert habe. Ist alles soweit in Ordnung. Also ran damit ans Motorrad. Ich fange mit dem Lampenring an, leicht auseinandergezogen, rübergestülpt. Schräubchen von rechts, kleine Mutter links, mit einem Finger leicht gehalten. Eingeschraubt. Jetzt montieren wir die Schaltstange wieder zurück. Einfach Schräubchen durch. Und rein damit. Hier habe ich den Gummiring wieder drauf. Rein damit. Zweiter Gummiring drauf. Plastikscheibchen drauf. So, und das Ganze machen wir hier oben gleich fest. Schräubchen durch. Eine selbstsichernde Mutter. Bisschen angezogen. Halb Zoll gegengehalten und handfest angezogen. So, der Schaltknopf selber. Position von dem muss ich nachher wieder testen, sobald ich drauf sitze. Wie bei der Montage der Fußrastenanlage ist das einfach nur die Schraube hier unten lösen, abstecken, andere Winkel draufstecken, fertig. Hier auch Schraubensicherung drauf machen. Ich werde das nachher testen, aber so ist die Sache hier schon mal ganz okay. Auf dieser Seite haben wir auch noch das ein oder andere Schräubchen, das man abdecken kann. So, und das werde ich auch tun. Und da ist er, der dunkle Bob. Die Schraubencover sind drauf. Das Gabelcover ist drauf. Der Lampenring ist schwarz lackiert. Das Schaltgestänge ist schwarz lackiert. Die Pullikappen sind drauf. Die Reflektoren sind ab.
meiner Meinung nach schon um einiges sauberer und stimmiger wie vorher. Aber natürlich noch nicht perfekt. Es ist noch einiges übrig für einen zweiten Teil. Genießt nun die folgenden Fahraufnahmen. Wie immer ist noch viel zu tun und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal.